Schalömchen zusammen. Oder wie wir modernen Spiritsuchenden auf dem Weg zur Erleuchtung gerne sagen, Namaste, Motherfuckers. Wir sind doch alle auf der Suche nach der Befreiung unseres Egos. Wir sind es alle leid, bestimmte menschliche Erfahrungen in Dauerschleife zu machen und die ganze Zeit so einen Restless Monkey im Kopf zu haben, der einen zutextet, beurteilt, verurteilt, mit nervigen Boten volltextet. Und da stellt sich die Frage, wie kommen wir da raus? Meditation soll ja helfen, sagt man. Aber ist auch ein bisschen langweilig, die ganze Zeit rumsitzen, in Stille, den Geist klären. Vielleicht kann man ja irgendwas Effizientes dabei machen. Zum Beispiel bügeln oder Online-Shopping. Oder wir beschäftigen uns mit Yoga, Tantrismus, Schamanismus und diesen ganzen ganzheitlichen, nachhaltigen, übergreifenden Methoden. Und so machst du dich auf den Weg, um herauszufinden, wer du wirklich bist. Und dann meldet sich wieder das Ego bei dir und sagt, Alter, du bist die ärmste Wurst des ganzen Universums. Du bist die Ja-Salami in der Biogummi-Theke. Du schaffst es ja nicht mal, deine wurstigen Gedanken mal 20 Sekunden stillzuhalten. Du verzweifelst, atmest. Ein, aus. Du machst Seminare. Du fängst an, vom Kochen bis zum Kacken alles zu ritualisieren. Du bedankst dich bei Pachamama für die Aldi-Kartoffeln und übergibst das Verdauungsendprodukt feierlich in den Kreislauf der Wiedergeburt. Du quälst dich durch herabschauende Hunde und heraufbeschwörende Mantren und stellst auf einmal fest, was für ein Weitsprung das in der Leichtathletik deines energetischen Systems ist. Und auf einmal merkst du, dass dein Atem gar nicht nur dieser muffige, morgendliche Hauch aus deinem pelzigen Mund ist, sondern das kraftvollste Tool in dir. Ruhe! Probier doch deine Kettensäge bei dir im Wohnzimmer aus. Du stellst fest, dass unsere Matrix ein parasitäres Konstrukt ist und die Gattung Mensch eine selbstzerstörerische Laune Gottes. Die Erkenntnisse treffen dich wie ein linker Haken von Muhammad Ali und du fühlst dich in den Fängen deiner alten Glaubenssätze wie ein zartes Lamm in Tönnies Schlachtbetrieb oder wie E.T. auf einer Pegida-Demo. Du findest in allem Anzeichen, dass das Universum zu dir spricht und du beginnst wahlweise Krafttier, Tarot oder Uno-Karten zu ziehen. Du stellst fest, dass unter diesen ganzen 5 Watt Schmalspurstrahlern, dass du die spirituelle Flutlichtanlage bist. Unter diesen ganzen Yogi-Tee-Kundalosis bist du die Speakroba und du ballerst durch die Decke der Erkenntnisse. Zu Neumond triffst du dich unter Leitung von Shakti Schmidt und Kali Divina Rummenigge, um zeremoniell mit der Regelblutung auf die göttliche Schöpferkraft anzustoßen. Prenzlberg Pauli ist mit Heiligen Sohn zugeschaltet. Der kleine Levin-Baptist nuckelt selig an ihrer Brust. Du gründest Schwesternkreise, um deine Sisters anzubetteln, ihre Sisters anzubetteln, wiederum ihre Sisters anzubetteln und so weiter. Hast das System verstanden? Das Ganze nennt sich Schenkkreis, ist völlig losgelöst von monetärem Interesse, hat aber trotzdem eine 10-mal bessere Rendite als Koks. Und so einfach ist es. Wenn wir uns alle beschenken, werden wir alle beschenkt. Und so sagst du, ich mag mir das ganze Leben als Geschenk angucken. In der ganzen Schönheit, in der Pracht, in der Blüte, aber eben auch mit all meinen Schatten. Neben all diesen Telegram-Gruppen. Ey, du Chemtrail-Düse da oben! Alter! Neben all diesen Telegram-Gruppen namens Oase der allliebenden Herzen und Seelengeschwister der Barmherzigkeit gründe ich eine Spiritgruppe, die göttliche Keimzelle der strahlenden Sprühwurst.
Und ich poste meinen Holy Shit. Ja, ist schon spannend zu sehen, wie wir alle unser Ego pushen, überbewerten, verdammen, verleugnen oder zumindest über die Selbsterkenntnis stülpen. Diese Erkenntnis wurde euch gesandt von eurem Sacred Fool, the Master of Tantric Enlightenment, Dirty Empowerment, Serpent Cobra, the Almighty Wisdom. Und nur noch so will ich von euch kleinen, fragil fackelnden Funzeln angesprochen werden. So, ich muss da mal los. Ich muss jetzt ein bisschen noch Gott coachen gehen. Die kommt überhaupt nicht mehr klar, was hier unten auf Erden gerade alles so abgeht. Also dann, bleibt locker im Schritt. Kontodaten kommen. Und ich sag mal, Satnam, ihr kleinen Schaluppen. Und Namaste.